Wird Ursula von der Leyen demnächst auch die Schweiz regieren, wenn es nach dem neuen Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU geht, dann könnte das tatsächlich de facto darauf hinauslaufen. Was das konkret für dich bedeutet, wenn du in die Schweiz umziehen möchtest oder vielleicht schon in der Schweiz lebst, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Schweiz ist ja das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen und es ist ja auch kein Wunder. Man zahlt nur die Hälfte der Steuern, man kann das Doppelte und Dreifache verdienen. Die Züge sind pünktlich, die Währung ist super stabil, es ist sauber, es ist ein verlässliches Land und vor allen Dingen ein neutrales Land, das nicht in der EU ist. Also kein Wunder, dass immer mehr Leistungsträger in die Schweiz umziehen wollen. Wenn auch du mit dem Gedanken spielst, in die Schweiz auszuwandern, dann lade ich dich herzlich zu unserem Auswandern in die Schweiz Seminar ein. Wir veranstalten das regelmäßig in Zürich. Details dazu auf unserer Webseite. Link in der Beschreibung dieses Videos. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Inhalt dieses Videos, das neue Vertragspaket zwischen der EU und der Schweiz. Was ist hier überhaupt der Hintergrund? Nun, man hat in den letzten 10 Jahren hier intensiv verhandelt, Unterhändler der EU und der Schweiz. Die Schweiz will natürlich Zugang haben zum EU-Binnenmarkt. Die EU will hier aber der Schweiz keine Sonderrechte, keine Extrawürste mehr zubilligen. Man hat also nun die Beziehung zur Schweiz hier gänzlich neu verhandelt. Die bestehenden bilateralen Verträge sollen ersetzt werden durch ein neues, umfassenderes Vertragspaket. Dazu wurden nun vor kurzem die Details dieses Vertrages veröffentlicht und man ist hier sehr stark an Brexit erinnert. Das sieht auch die Financial Times so. Wir schauen uns mal eben an, was sie dazu schreibt. Hier der Artikel in der Financial Times: Die Schweiz rührt die Brexit-Geister wach. Wie gesagt, natürlich ist der Zugang hier zum EU-Binnenmarkt extrem wichtig für die Schweiz. Die EU ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Und da will natürlich sich die EU das nun etwas kosten lassen. Was also Teil dieser Verträge ist, die jetzt verhandelt wurden, ist ein Deal, bei dem die Schweiz hier jedes Jahr 375 Millionen an die EU bezahlen muss für diesen Zugang zum EU-Binnenmarkt. Sie hat allerdings überhaupt keine Rechte natürlich in der EU. Das heißt, sie ist so quasi Mitglied, ohne aber hier tatsächlich abstimmen zu können. Und dann haben wir auch dieses Problem mit dem sogenannten Dynamic Alignment. Das ist ja auch ein großes Problem für die Briten hier gewesen. Das heißt, wenn sich EU-Regeln ändern, dann sollen diese automatisch dann auch in der Schweiz entsprechend geändert werden. Und dann natürlich ein ganz strittiger Punkt: Der Europäische Gerichtshof ist am Ende derjenige, der entscheidet, wenn es hier Auseinandersetzungen gibt. Also für Kritiker der Vereinbarung ist daher natürlich absolut klar, der Schweizer Souverän, nämlich der Schweizer Stimmbürger, verliert letztlich seinen Einfluss. Am Ende ist es nicht mehr der Schweizer Stimmbürger, der entscheidet, was im eigenen Land passiert, sondern es ist Ursula von der Leyen und der Europäische Gerichtshof. Das muss natürlich bei jedem große Bedenken auslösen, der die Schweiz schätzt, der die direkte Demokratie schätzt und der sowieso diese Übergriffigkeit seitens der EU für problematisch hält, wie ja viele, die hier auch bei unserem Kanal zuhören. Tatsächlich ziehen ja auch viele in die Schweiz um, weil sie sich genau diesem Einfluss von Brüssel entziehen wollen. Ich hatte ja schon vielfach die EU verglichen mit der Sowjetunion. Da ist natürlich kein 1:1 Vergleich möglich. Das ist mir natürlich schon völlig klar. Aber es gibt so gewisse Tendenzen. Die EU hat definitiv undemokratische Tendenzen. Schauen wir uns das EU-Parlament an. Das hat praktisch keine Macht. Die Machtfülle ist bei der Europäischen Kommission, bei Ursula von der Leyen und ihren Kollegen. Es gibt keinerlei Transparenz. Die Europäische Zentralbank ist keine Rechenschaft schuldig gegenüber dem Europäischen Parlament. Hier gibt es niemanden demokratisch Gewähltes, der Einfluss nimmt auf die Europäische Zentralbank. Die Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank haben alle Diplomatenstatus. Sie können nicht zur Verantwortung gezogen werden. Vorbild für die Europäische Zentralbank war nicht die alte Bundesbank, sondern letztlich die Reichsbank, die Deutschland mehrfach ins Verderben gestürzt hat, zuletzt natürlich unter den Nazis. Natürlich steht nicht zur Debatte, dass die Schweiz den Euro bekommt, das ist mir schon klar. Ich will ja nur hier generell antidemokratische Tendenzen in der Verwaltung der EU identifizieren. Und da sind natürlich die wichtigsten EU-Organe extrem davon betroffen. Nicht nur die Europäische Zentralbank, auch die EU-Kommission und das EU-Parlament, wie ich es gerade eben schon verdeutlicht habe.
Das heißt, sollte die Schweiz nun diesem Vertragspaket zustimmen, dann kommt es hier zu einer unglaublichen Machtverschiebung seitens des Schweizer Stimmbürgers hin zur EU. Und die Verhandlungsführer beiden Seiten glauben, dass das auch tatsächlich so passieren wird. Und in der Schweiz glaubt man auch, dass man gar keine Alternative hat. Denn wenn man dem nicht zustimmt, so die Schweizer, dann verliert man den Zugang zum Binnenmarkt der EU. Wie gesagt, ein ganz ähnliches Szenario, wie man es ja auch vom UK her kennt. Dieses sogenannte Realignment, was hier vor kurzem verhandelt wurde, hier ist natürlich ganz wichtig, dass man versteht, dass der ursprüngliche Brexit-Deal natürlich nicht ein solcher Deal ist. Ursprünglich wurde vereinbart in diesem Freihandelsabkommen, in diesem Brexit-Deal, dass Großbritannien nicht mehr in die EU einzahlt, dass es kein Dynamic Alignment gibt, dass aber auch Großbritannien nicht so ohne weiteres Zugang hat zum EU-Binnenmarkt. Sicherlich, da gibt es dieses Freihandelsabkommen, aber das ist eben ein ähnliches Freihandelsabkommen wie das man auch mit anderen Ländern oder mit anderen Blöcken hat. Was nun für die Schweiz vorgelegt wurde, ist letztlich etwas ganz anderes. Hier geht es um eine viel tiefere Integration. Wie gesagt, die Schweiz muss bei Themen wie Migration, Personenfreizügigkeit, der Entscheidungsmacht des Europäischen Gerichtshofes und dann auch bei laufenden EU-Gesetzen der EU folgen, ohne selbst mitreden zu können. Die Schweiz muss selbst einzahlen. Man könnte fast sagen, sie ist EU-Mitglied zweiter Klasse. Man wird so etwas an die EWR-Mitgliedschaft erinnert, wie wir sie ja von zum Beispiel Norwegen oder Liechtenstein kennen. Die große Frage ist natürlich, werden die Schweizer dem nun zustimmen? In der Vergangenheit gab es schon mehrere Abstimmungen, wo die Schweizer zu einem EU-Beitritt abstimmen konnten. Hier hat man sich zuletzt knapp dagegen entschieden. Seitdem ist natürlich viel passiert. Man darf auch nicht unterschätzen, wie sich die Unsicherheit in der Welt, sagen wir mal die geopolitische Situation im Osten und dann auch hier das ganze Geplänkel mit Trump und den Zöllen auf das Gefühlsleben der Schweizer auswirkt. Man möchte da nicht so alleine stehen. Man möchte ja Teil eines großen Clubs sein und da ist natürlich dann die Anbindung an die EU eine attraktive Variante. So könnte man zumindest argumentieren. Dann steht man wenigstens mit der EU und wenn die USA einem feindlich gegenüberstehen, hat man wenigstens noch den EU-Binnenmarkt. Wenn der jetzt auch noch wegfällt, dann ist man tatsächlich einer wirtschaftlichen Katastrophe ausgesetzt. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass es bei den Schweizern schon die Versuchung gibt, hier ja zu stimmen. Das hängt natürlich auch stark davon ab, wie sich jetzt die Parteien positionieren. Die SVP, die konservative Schweizer Partei, hat schon gesagt, sie ist gegen diese Vereinbarung. Die Schweizer Regierung ist natürlich dafür. Man geht auch davon aus, dass das Schweizer Parlament dafür stimmt. Danach geht es dann an das Volk. Zusätzlich muss man natürlich zum Volk sagen, dass gerade jüngere Schweizer von der Schweizer Unabhängigkeit nicht sehr viel halten. Wir haben schon vielfach auf diesem Kanal darüber gesprochen. Sollte es dazu nun kommen, dass die Schweizer zustimmen werden, dass Ursula von der Leyen de facto in Zukunft die Schweiz regiert, beziehungsweise dann tatsächlich in der Schweiz das letzte Sagen hat, gemeinsam mit dem Europäischen Gerichtshof, dann ist es, glaube ich, auch relativ absehbar, dass bald dann der tatsächliche EU-Beitritt der Schweiz kommt. Denn im Grunde genommen hat ja das aktuelle Vertragspaket nur Nachteile. Man muss zwar bezahlen, kann aber letztlich die Gesetzgebung nicht beeinflussen. Wenn man EU-Mitglied ist, könnte man wenigstens mit abstimmen. Auf unserem letzten Event in Zürich hat der Rechtsanwalt Benno Räber auch zu diesem Thema kurz gesprochen. Und er ist Schweizer, wie gesagt. Er hat die Teilnehmer daran erinnert, dass letztlich die Schweiz in den letzten Jahren nur die positiven Seiten der EU mitbekommen hat. Das heißt, man hatte Zugang zum Binnenmarkt. Man konnte als Schweizer in allen EU-Ländern leben, musste aber nicht wirklich mit einbezahlen. Und der Europäische Gerichtshof hatte auch nicht wirklich Macht oder eben auch die EU-Kommission hatte nicht wirklich Macht in der EU. Das heißt, man hat letztlich nur die positiven Seiten gesehen und daher ist man natürlich auch positiv gegenüber der EU vielfach in der Schweiz eingestellt. Die negativen Seiten bekommt man jetzt so ein bisschen mit, aber so wie das verkauft wird, muss man garantiert sagen, dass die Schweizer Regierung hier darauf pochen wird, dass man diese Kröte schlucken muss, diese bittere Pille. Die Schweizer Regierung ist ja Weltmeister darin, solche bitteren Pillen dem Stimmvolk zu verkaufen und das Ganze dann so zu verpacken, dass letztlich der Stimmbürger keine echte Wahl hat, auch wenn es tatsächlich so aussieht. Aber jetzt warten wir einmal ab, wie sich die Parteien positionieren, was sie dazu zu sagen haben und wie die öffentliche Debatte in der Schweiz sich formt. Ganz klar, der Vertrag widerspricht dem Freigeist der Schweiz.
dem Geist der direkten Demokratie, wo der Stimmbürger das alleinige Abstimmungsrecht hat, also wo nicht top-down, sondern bottom-up regiert wird. Wie wichtig das den Schweizern ist, dieses Demokratieverständnis, diese Demokratietradition, das werden wir dann bei der Abstimmung sehen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass hier vor 2027 oder 2028 abgestimmt wird. Bis dahin wird es dann eine Übergangsregel geben. Und dann muss man tatsächlich schauen, was dann passiert. Wie gesagt, es passiert ja sehr viel momentan in der Welt. Da kann sich also auch noch einiges ändern. Aber je schlechter die Rahmenbedingungen allgemein sind in der EU, in der Welt, je unsicherer das Ganze ist, je unsicherer das von der Schweiz und von dem Schweizer Stimmvolk wahrgenommen wird, desto wahrscheinlicher ist meiner Meinung nach, dass sie dem zustimmen werden. Also wir müssen dann in ein paar Jahren sehen, ob die Schweiz sich wirklich noch als Auswanderungsland eignet für all jene, die der EU-Herrschaft und der EU-Übergriffigkeit entkommen wollen. Bisher sehe ich persönlich noch keinen Grund, jetzt von Plänen hier abzurücken, in die Schweiz zu gehen. Das ist alles eine Evolution und keine Revolution, aber möglicherweise müsste man in ein paar Jahren sagen, gut, jetzt muss ich diese Entscheidung nochmals revidieren, wenn ich tatsächlich konsequenterweise hier der EU entfliehen möchte. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Ich habe selbst einige Jahre in der Schweiz gewohnt, pflege lange Beziehungen in die Schweiz, komme ja auch aus dem Grenzgebiet zwischen Deutschland und der Schweiz. Mir ist die Schweiz also sehr vertraut und wir haben sehr kompetente Kollegen, Rechtsanwälte, Steuerberater in der Schweiz, die dich natürlich auch bei einem Umzug in die Schweiz mit uns gemeinsam begleiten und betreuen können. Ich würde mich daher freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können oder dich bei einem unserer Seminare in Zürich begrüßen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.